Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Python Version 3.11. Ich habe das jetzt mal auf meinem normalen System auch draufgehauen als Race Candidate hierbei und ja, wir können hier natürlich auch noch tolle andere Features sehen. So, was wir heute uns angucken wollen, ist die Fehlerbehandlung. Hier hat sich nämlich auch einiges getan. Zur Erinnerung, ein Fehler passiert, wenn ich zum Beispiel doof bin und sowas mache wie, hey, lass doch mal 5 durch 0 teilen. Ja, 5 durch 0 ist offensichtlich ein bisschen problematisch, weil wir nicht durch 0 teilen sollten. Und hier sehen wir schon die erste Neuerung. Die Fehlermeldungen waren in Python 3.10, das zeige ich euch sofort, ein bisschen anders. Ich möchte, dass ihr euch hieran bitte kurz erinnert. Wenn wir jetzt zu Python 3.10 wechseln, was ich mal gerade kurz getan habe, das ist jetzt Python 3.10. Wenn ich das starte, sehen wir hier nur, aha, es ist halt in der Zeile irgendein Error. Wenn ich jetzt auf Python 3.11 wechsle hingegen, dann sehen wir beim Ausführen, aha, der Fehler liegt genau hierbei. Und ich glaube, das könnte gerade für Anfänger nochmal ein wahnsinnig hilfreiches Tool sein. Das heißt, wir sehen hier bei dieser Operation, bei diesem geteilt durch, ist ein Fehler aufgetreten und natürlich sind diese beiden hier dabei. Und wenn man dann noch sieht, Division by Zero, dann ist, glaube ich, Debugging wirklich einfach. So, das ist die eine Neuerung. Die nächste Neuerung, und ich finde die übrigens sehr, sehr wichtig hier, die nächste Neuerung ist tatsächlich aber, wenn ich jetzt einen Fehler mit Absicht hervorrufe zum Beispiel, also es kann ja Möglichkeiten geben, zum Beispiel wir bauen eine Verbindung zu einer Website auf oder wir sind selber eine Website und wir können irgendwas davon halt nicht verarbeiten, was der Client da tut. Was wir dann machen ist, normalerweise wir geben einen Fehler zurück, ja. Das können wir machen, jederzeit. Das nennt sich Exception Raising. Das ist genau das, was hier eben auch gemacht wurde von Python intern. Denn die müssen ja auch irgendwie mit diesen Fehlern umgehen. Ich empfehle dazu einmal kurz mein Video zu Exceptions. So, was wir jetzt machen können ist, wir tryen hier irgendwas. Zum Beispiel eben, wir probieren es aus, 5 durch 0 zu teilen. Und wenn es fehlschlägt, except, dann sagen wir hier, wie ein Fehler behandelt werden soll. Zum Beispiel haben wir hier, also wir können insgesamt natürlich auch eine Exception abfangen, aber das macht man normalerweise nicht. Wir sollten hier den Zero Division Error abfangen und zwar nennen wir den einfach E, ja, wegen Error. Und den können wir jetzt irgendwie hier verwenden. Ja, wir können hier zum Beispiel sagen, okay, wir geben jetzt diesen Fehler einfach, Fehler. Das wollte ich nicht. Stimmt, Return macht hier keinen Sinn. Wir printen den Fehler hier aus und das war es dann auch schon wieder. So, dann sehen wir hier einfach nur Division by Zero. Okay, das ist natürlich nicht unbedingt die Idee, die wir hier verfolgen sollten, aber wir können hier mit dem Fehler umgehen. Das nennt sich Exception Handling. Jetzt können wir hier allerdings was ganz Normales auch oder was Neues damit machen. Und zwar, wir können diesen Fehler einmal wieder raisen, das ist nicht neu, aber das führt dann im Endeffekt dazu, dass ich diesen Fehler hier einfach weitergebe an denjenigen, der das verursacht hat, sprich in dem Fall mich als Programmierer. Und was ich jetzt hier allerdings Neues machen kann, ist, ich kann diesem Fehler eine Note geben, eine Note, achso ja natürlich, PyCharm kennt diese neuen Dinge noch nicht, eine Note über Add Note und gebe hier zum Beispiel ein nicht durch 0 teilen, please. So, und wenn ich jetzt diesen Fehler einfach wieder zurück raise, dann habe ich hier eine Notiz dabei. Und das ist unfassbar wertvoll, denn so kann ich denselben Fehler hier einfach anreichern mit Informationen, die ich vielleicht in einer Funktion habe. Das heißt, Zero Division Error ist natürlich jetzt intern in PyCharm drin, in Python drin. Aber es kann natürlich sein, dass ich hier zum Beispiel spezielle Bedingungen habe, speziell zum Beispiel sage, hey, hier wird die Zahl, die du angegeben hast, nochmal um 1 verringert oder sowas. Und wenn dann so ein Fehler auftritt, dann kann ich hier diese Notiz nochmal zusätzlich zurückgeben an den Aufrufer. Und das kann wiederum dazu führen, dass das Debugging deutlich einfacher ist. Alle Informationen, die man zum Debuggen hat, sind wirklich, wirklich Gold wert. Und das heißt in diesem Fall, ich kann hier tatsächlich über AddNote noch mehr Informationen geben. Übrigens, AddNote ist eine Liste. Das heißt, also intern wird es als Liste gehandelt, zeige ich euch sofort. Das heißt, ich kann hier
auch mehrere Notizen anhängen und die werden mir dann alle hier angezeigt. Ja? Das kann ich so oft machen, wie ich möchte. Das wird einfach intern jetzt so gemacht. Das ging davor alles komplett gar nicht. Diese Add Notes gab es einfach davor nicht. Ich zeige euch mal kurz, wie das in der Klasse von einer Exception aussieht. Das heißt, ich kann jetzt hier natürlich auch einfach eine eigene Exception-Klasse haben. Ja? Zum Beispiel, ich nenne sie Class My Personal Error, ja, egal. So, und jetzt haben wir hier Exception. Und ja, das ist im Endeffekt schon eine an sich gültige Exception. Die kann ich jetzt hier einfach so zurückgeben, ja. Ich kann jetzt hier sagen, hey, wenn hier ein Zero Division Error kommt, dann raisen wir nicht sondern wir raisen halt einen My Personal Error. Das kann ich genauso machen, bringt mir nur halt relativ wenig. So, wir sehen hier Raise My Personal Error. Dann haben wir hier relativ wenig getan und wir sehen hier aber During Handling of the above exception, another exception occurred. Das ist nichts Neues hier. Das ist einfach nur, ich kann meinen eigenen Fehler zurückgeben, wenn hier ein Fehler auftritt. Oder generell immer. Ich kann immer einen eigenen Fehler zurückgeben. So, jetzt habe ich euch ja gesagt, man kann hier Nodes anpinnen. Ja? Also sowas wie E2 ist gleich My Personal Error, Klammer, Klammer, und dann haben wir hier E2. Ja, Namensgebung ist schwierig, lasst mich. Okay, also im Endeffekt genau das. Ich habe es jetzt halt nur ein bisschen ausgelagert. So, und jetzt kann ich natürlich hier auch meinem E2 eine Node geben, eine Add Node Zero Division Error occurred. Und ja, das steht auch theoretisch oben dran, macht hier sinnvolle Informationen rein. So, das ist im Endeffekt hier jetzt eine Node, die ich meinem Personal Error hinzugefügt habe. Und ich habe euch ja gesagt, das wird intern jetzt komplett neu verarbeitet. Das haben sie einfach dadurch gelöst, dass hier Bodenstrich, Bodenstrich, Nodes, Bodenstrich, Bodenstrich hinzugefügt wurde als eine Liste aus Strings. Und ja, so sieht die standardmäßig aus. Es gibt standardmäßig keine Nodes. Ich kann die jetzt natürlich überschreiben und hier sagen, hey, this is my personal error. Use whenever you want. So, dann habe ich hier schon mal 2 Notizen drin und ich hänge noch eine dritte Notiz an. Und was wir dann sehen ist, wir kriegen hier natürlich alle 3 Notizen. Das heißt, Add Node fügt einfach eine neue Notiz hinzu. This is my personal error, use whenever you want. Und Zero Division Error occurred, das ist hier unten dann. Das heißt, ich kann auch schon mit Nodes hier oben starten und ich kann sie natürlich auch über Add Node hinzufügen. Also so wird das intern gemacht. Gut. Das ist die eine Sache, oder die sind die ersten 2 Dinge, die sich geändert haben beim Erstellen von Errors. Jetzt ist aber noch was Drittes hinzugekommen, und zwar, es gibt jetzt seit neuestem Gruppen von Fehlern. Und das ist was komplett Neues. Ich glaube, das habe ich noch in keiner anderen Sprache gesehen. Das bedeutet so viel wie, ich kann jetzt hier tatsächlich mehrere Fehler auf einmal hinzufügen. Und das kann ich tatsächlich rekursiv machen. Das wird uns wahrscheinlich irgendwann noch um die Ohren fliegen, wenn wir das übertreiben. Also bitte übertreibt es damit nicht. Aber ja, ich kann hier eine neue Fehlerklasse erstellen. Theoretisch hätte man das auch schon davor machen können, fällt mir gerade so auf. Egal, jetzt ist es auf jeden Fall im Standard drin. Ich kann eine sogenannte Exception Group erstellen. Und ich baue die jetzt mal tatsächlich sehr, sehr freizügig auf. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Fehler, den wir One nennen. Und darin befinden sich mehrere andere Fehler. So, das ist quasi mein äußerster Fehler, damit wir es einfach gut durchzählen können. Und jetzt machen wir hier mal einen Zero Division Error rein, okay? Und genau, den lassen wir jetzt erstmal so. Und machen einfach hier mal nur Raise EG. Also das ist meine Exception Group. So, das wird mir hier falsch angezeigt, ist aber nicht falsch. Und eine Exception Group sieht jetzt so aus. Das heißt, wir haben hier erstmal Exception Group Traceback. File, dann Line und dann Raise EG. So, Exception Group 1. So, das ist eine Sub-Exception, habe ich jetzt hier drin. Und das ist mein Zero Division Error.
So, jetzt kann ich natürlich hier auch hergehen, weil mein E ist ja mein Zero Division Error, den ich hier oben drin habe, und kann den hier reinfügen. Was jetzt also passiert ist, ich habe den vollständigen Traceback von meinem Zero Division Error, übrigens mit Hyperlink zu der Zeile, wo was kaputt gegangen ist. Ich kann da einfach draufklicken, dann lande ich hier wieder. Und ich habe auch hier drin direkt die genaue Anzeige, wo was kaputt gegangen ist. Also alles komplett dabei. So, das ist jetzt nur ein Error gewesen, ist natürlich relativ doof. Also nicht wirklich mächtiger als davor. Jetzt kann ich hier aber natürlich noch hergehen und kann mir noch ein My Personal Error hier oben erstellen. Also My Personal Error, Klammer, Klammer. Das ist eine ganz normale Liste an Fehlern, die ich hier... Ups, ich wollte nicht debuggen, sorry. Mach weg. Ich wollte eigentlich hier ganz normal ausführen. Das heißt, ich habe eine Liste an Fehlern, die hier eben zusammen angezeigt werden. Das heißt, wir sehen hier eine Exception Group. Hey, hier übrigens, es gibt 2 Exceptions, also 2 Fehler, die auf einmal geflogen sind. Einmal haben wir den Zero Division Error und einmal haben wir den My Personal Error. This is my personal error, use whenever you want. Das sind die Notizen dazu. So, das ist quasi meine erste Exception Group. Und jetzt kann ich diese Exception Groups in Exception Groups teilen, wenn ich wirklich möchte. So, das bedeutet, wir sehen hier, das ist meine Hauptexception, deswegen hier eben diese Einrückung hier auch. Und jetzt habe ich hier meine erste Exception Group, jetzt kann ich meine nächste machen und so weiter und so fort. Und ich kann hier wirklich das Ganze komplett übertreiben, wenn ich das möchte. Also ich kann jetzt hier noch eine weitere Exception Group anhängen und mache hier jetzt einen, was mache ich denn hier rein? Mache ich nochmal einen My Personal Error rein, dann mache ich einen Value Error rein und ja, das passt eigentlich, oder? So, und was ich jetzt hier bekomme, ist natürlich... Achso, ja, stimmt. Die Exception Group braucht natürlich hier oben einen String. Nehmen wir es hier wieder to und dann haben wir hier hinten dran meine Liste an Fehlern. Machen wir das so und das rücken wir auch ein und dann machen wir das so. So, passt fast jetzt. So. Und jetzt habe ich hier, wenn ich das richtig schreiben würde, habe ich es jetzt dann bald mal. So, genau. Also, was wir hier haben ist, wir haben jetzt tatsächlich mehrere Gruppen an Fehlern. Ich mache nochmal ganz kurz den Code auf. Der Code sagt, wir haben eine Exception Group. Darin, also diese Exception Group heißt One. Darin befindet sich mein E, mein Zero Division Error von der eigentlichen Fehlermeldung und ein My Personal Error und eine weitere Exception Group und die nennt sich Two. Und in der befindet sich ein My Personal Error und ein Value Error. Und jetzt kann ich mir die genau angucken, kann hier aufdröseln sozusagen, okay, das ist meine erste Gruppe hier und es gibt 3 Sub-Exceptions. Klar, natürlich, mein Zero Division, mein My Personal und meine zweite Exception Group. Aber die geht wiederum weiter und sagt hier, ey, da ist nochmal was drin. Und ich kann jetzt hier drin nochmal eine reinpacken und ey, da ist nochmal eine drin und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, ich bin hier im Endeffekt komplett frei, so viele Errors auf einmal zu handeln, wie ich möchte. Und das kann natürlich sehr, sehr fatal werden, wenn die irgendwann mal so geraced werden und man überhaupt nicht mehr weiß, was passiert ist. Aber es kann auch helfen, eben zum Beispiel bei Concurrency vor allem. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, viele Programme oder viele Threads und Prozesse gleichzeitig laufen lasse, dann können die alle einen Fehler schmeißen. Und die Fehler können ja unterschiedlich sein. Und was ich dann haben möchte, ist, ich möchte alle Fehler eben zusammen clustern und hier reintun. Das heißt, ich könnte zum Beispiel eine Exception Group erstellen für, hey, hier sind jetzt alle meine Threads, Thread oder Main Thread Exceptions drin und dann kommen da eben die ganzen Exceptions von den Subthreads sowas rein, zum Beispiel. Ich kann aber auch mehrere Fehler haben, wenn ich zum Beispiel eine Website anfrage. Ja, da kann mehrere Sachen falsch gehen und ich kann trotzdem meinen Code versuchen, weiter laufen zu lassen. Callbacks sind auch noch so ein Ding. Und wenn wir irgendwie eine richtig krasse Berechnung haben, wo halt 50 Sachen auf einmal aufgerufen werden und jedes davon wirft einen Fehler, dann möchte ich die im Zweifelsfall auch ganz gerne gebündelt haben in einer Exception Group. Und was ich jetzt also machen kann, ist, ich kann die natürlich auch alle hier beim Accepten bekommen. Ja? Das heißt, wir drehen den Spieß jetzt einfach mal gerade um und sagen hier, okay, was passiert denn, wenn ich hier das hier oben direkt raise, ja, so, wir tryen das und wir raisen unsere Exception Group, das ist richtig, und den E machen wir jetzt hier raus, so, und
machen hier einfach gar nichts. Das sollte durchlaufen, ohne Fehler. Beziehungsweise genau mit dem Fehler. Achso, ja, nee, richtig. Ich habe ja meinen... Genau, richtig. So, und jetzt habe ich natürlich das Problem, ich muss irgendwie das Ganze fangen können. Ja, normalerweise sage ich, okay, ich will meine Zero Division Errors so und so behandeln. Ich will meine Value Errors so und so behandeln. Und jetzt habe ich aber das Problem, ich habe ja hier Exception Groups. Ich habe ja mehrere Exceptions, die ich irgendwie vielleicht separat behandeln muss. Und dazu gibt es auch eine neue Lösung, wie man die behandeln kann überhaupt. Und hier gibt es jetzt eben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wir könnten natürlich jetzt auch hergehen und eine Exception Group als EG behandeln, ja. Und dann hier drin ein Pass einbauen. Das würde so viel bedeuten wie, hey, wenn es eine Exception Group ist, dann ist mir das egal, wir behandeln den Fehler nicht. Das ist aber selten das, was ihr wirklich wollt. Das ist quasi ein Pikachu, ja, oder ein Pokémon-Fehler fangen. Gotta catch 'em all. So, das macht wenig Sinn. Weswegen man eigentlich dazu tendiert, hier die Fehler einzeln zu behandeln. Und deswegen gibt es ein neues Except in Python 3.11. Das ist eben dazu gekommen, weil man Exception Groups richtig behandeln wollte. Also, was wir machen ist, wir wollen mit einem Sternchen eben mehr als nur einen Fehler behandeln. Das heißt, wir sagen hier drin, okay, wenn wir haben wir hier einen Zero Division Error? Nee, haben wir nicht. Ich brauche mal hier oben noch kurz sagen wir, einen Zero Division Error, können wir eigentlich auch mal einen noch bauen. Wenn wir einen Zero Division Error hier oben drin haben, dann behandeln wir den als E und sagen print E. So, und jetzt sieht das Ganze so aus. Ich habe natürlich hier oben einen Zero Division Error. Das wäre dann mein One. Ja? Und hier sehen wir dann, das, was noch übrig geblieben ist. Wo sind wir denn? Genau. Das, was noch übrig geblieben ist von dem, was ich hier drin habe, ist noch mein My Personal Error. Ich habe aber auch noch meine Exception Group 2 und in der steckt ein Value Error und ein My Personal Error drin. Aber der Zero Division Error, der ist nicht mehr hier drin. Und ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich das nicht machen würde. Also except, was haben wir noch? OS Error SE, ja? Damit wir irgendwas anderes haben, was da nicht drin ist. Wenn ich das nicht reinmache, dann sehen wir hier oben, ich habe meinen Zero Division Error nicht behandelt und dementsprechend ist der auch hier oben noch drin. Ich kann jetzt ja auch einen Except Stern machen für meinen OS-Error. Das macht aber einfach keinen Unterschied, weil wir hier eben keinen OS-Error drin haben und dementsprechend wurde hier nichts behandelt. Es kann natürlich sein, dass ich hier oben noch einen OS-Error drin habe, den aber noch nicht behandeln muss, weil kein OS-Error aufgetreten ist. Aber die anderen muss ich ja trotzdem alle behandeln. Ja? Die sind alle aufgetreten. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel einen OS-Error haben. Ich kann aber auch einen Zero Division Error haben. Zero Division Error. Und ich kann sagen, ey, ich habe noch ein paar andere Fehler. Machen wir die auch mal alle bitte. So, einmal hier einen. Warum ist da kein Leerzeichen drin? Was haben wir? My Personal Error. My Personal Error und einmal einen Value Error. So, jetzt würde man ja denken, okay, hey, wir haben ja alles behandelt, was darin vorkommen kann und dementsprechend haben wir hier offensichtlich nichts mehr übrig. Ja, das heißt, mein Prozess geht ganz normal aus dem Ganzen raus und ich habe alle Fehler behandelt, die da drin waren. Und jetzt ist aber eine Sache doch ganz spannend. Wir hatten hier zwei My Personal Errors. Einer davon war in der äußeren Exception Group, einer war in der inneren Exception Group, ja, in der 2 drin. Und ich kann da so tief gehen in den Substack, wie ich möchte. Die sind tatsächlich trotzdem alle behandelt worden. Das heißt, es ist egal, in welcher Exception Group sie drin waren, sie wurden hier trotzdem alle behandelt, weil wir hier eben dieses Except Stern drin haben. Wenn ich jetzt einmal ganz kurz meinen Value Error rausnehme, kurze Anmerkung, der ist nur hier in der inneren Exception Group und ich lasse den nochmal kurz laufen, dann sieht mein Stack Trace hier einmal oder mein Traceback so aus. Wir haben einfach eine Exception Group, in der steckt noch eine Exception Group und darin ist ein Value Error. Und das ist der einzige Fehler, den wir nicht behandelt haben. Das heißt, falls ihr irgendwann mal auf komische Anordnung von Gruppen stoßt und irgendwo innen drin ist der Fehler nicht behandelt worden, dann kann es sein, dass die anderen Fehler einfach behandelt wurden, aber der innen drin halt einfach vergessen wurde, beziehungsweise hier tatsächlich ein Fehler ist, den man so nicht wollte. Also ja, wir können diese ganzen Fehler auch dann separat behandeln und ich glaube, das ist ganz cool.
Übrigens, eine kurze Anmerkung an der Stelle. Wir machen hier oben mal noch einen wir machen einen Race Zero Division Error hier rein. Direkt vor allem anderen, ja. Wir starten das und führen direkt einen Fehler aus. Das funktioniert trotzdem, auch wenn ich hier einen Except Stern drin habe. Das Sternchen ist einfach mächtiger und behandelt halt trotzdem das hier, ja. Das heißt, wir haben diesen Code hier eigentlich gerade überhaupt nicht ausgeführt. Das ist quasi schon vorher passiert. Und trotzdem haben wir hier diesen Zero Division Error hier behandelt, als wäre es ein ganz normaler Fehler gewesen. Ist völlig egal, ob der jetzt in der Exception Group drin ist oder nicht. Und übrigens, ihr könnt auch hier drin wieder einen Fehler weitergeben. Also zum Beispiel, falls jemand aufruft, das geht auch. Also ich meine, das könnte ja eine Funktion sein und da ist vielleicht irgendein Fehler reingekommen oder sowas. Und ich kann diese 3 Fehler hier behandeln, aber meinen Value Error, den kann ich nicht behandeln. Und dementsprechend möchte ich den gerne raisen. Und dann sehen wir hier, aha, wir sehen gar nichts, weil ich hier oben noch den drin habe. Das wollte ich natürlich nicht. Wir sehen hier, aha, dann habe ich trotzdem meinen Value Error hier gerased, wenn ich den reingetan habe. Aber Achtung, also den habe ich quasi weitergegeben an den Aufrufer. Aber Achtung, er ist in 2 Exception Groups drin. Das heißt, hier jetzt einfach nur ein normales Exception Handling zu machen, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir werden hier so ein paar Backwards-Kompatibilitätsprobleme mit manchen Bibliotheken bekommen, könnte ich mir überlegen oder könnte ich mir vorstellen, wenn irgendwas intern geändert wird auf eben Exception Groups und die äußeren Bibliotheken, die das Ganze aufrufen, die haben noch nicht umgestellt auf eben Exception Groups, dann könnte es Schwierigkeiten geben. Was man auch nicht machen darf, ist Folgendes. Ich darf hier nicht Except Stern und Except mischen. Die gehen nicht, das ist einfach ein Syntax-Error. Cannot have both Except und Except Stern on the same try. Ja, also zu quasi meinem selben Try-Statement hier oben darf ich nicht beides haben. Und da werde ich hier tatsächlich an mein Raise rangeschmissen, obwohl technisch gesehen ist eigentlich der Fehler hier oben. Also das geht nicht. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr Except oder Except Stern nehmen wollt. Und ja, ansonsten ist eigentlich relativ viel dazu schon gesagt. Ich glaube, damit kommt man ganz gut klar. Das ist auch nicht so kompliziert, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Man kann, das habe ich jetzt nur am Rande mal kurz erwähnt, man kann hier auch Matching in den Gruppen machen. Ja, das heißt, ich kann meine Gruppe auspacken und kann dann gucken, was ist in meiner Gruppe. Und dann kann ich da rein wieder Gruppen, also quasi reingucken, also quasi rekursives Matching. Das geht auch. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr das machen wollt. Ist halt deutlich komplizierter und ich würde euch empfehlen, das nur zu machen, wenn ihr es auch wirklich braucht. Genauso eben natürlich die Exception Groups. Aber ja, ich glaube, damit kann man schon seine Fehlermeldung ein bisschen besser sortieren und ich hoffe, es hat euch gefallen. Was haltet ihr von dem Feature? Sagt mir das ganz gerne mal. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.